Wie wird das Thema Beständigkeit betrachtet, wenn das archetypische Bild des Stiers auf die Dynamik von Uranus in den Zwillingen trifft? In dieser Woche zeigt sich mit dem Wechsel der Sonne in den Stier am 20.04.2026 sowie dem Eintritt von Venus und Uranus in das Luftelement Zwillinge eine Zeit, die traditionell als Zusammenspiel von Verwurzelung und intellektueller Neuausrichtung beschrieben wird. Es bietet sich die Gelegenheit zu beobachten, wie das Fundament der eigenen Werte mit neuen Impulsen in der Kommunikation und im Denken korrespondiert. Willkommen zu einem neuen Astro-Oracle-Reading als Seelenkompass für die kommende Woche. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir heute tief in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion. Die Woche vom 20.04. bis zum 26.04.2026 lässt sich als ein Zeitraum des Übergangs beschreiben. Während die Sonne im Stier ab Montag traditionell dazu einlädt, sich auf das Wesentliche, auf materielle Werte und die physische Realität zu besinnen, verlagert sich der Fokus durch die Zeichenwechsel von Venus und Uranus zum Wochenende hin in das Luftelement Zwillinge. Dies wird oft als eine Phase interpretiert, in der das Festhalten an bewährten Strukturen auf die Möglichkeit von mentaler Beweglichkeit trifft. In der Astrologie gilt der Eintritt von Venus und Uranus in die Zwillinge als ein Hinweis darauf, dass Information, Austausch und die Vernetzung von Gedanken an Bedeutung gewinnen könnten. Es zeigt sich eine Phase, in der das Tempo der physischen Welt als beständig wahrgenommen wird, während im Bereich des Intellekts unkonventionelle Themen Raum finden können. Es ist eine Zeit, die symbolisch für das Ausbalancieren von Sicherheit und Neugierde steht. Denk immer daran, die Astrologie zeigt Tendenzen und Potenziale auf. Du bist nicht das Opfer der Umstände, sondern ein bewusster Schöpfer, der mit den Energien des Universums tanzt. Wie stark du diese Energien spürst, hängt auch immer von deinem ganz persönlichen Geburtshoroskop ab. Am Montag, den 20.04.2026, zeigt sich um 0:43 Uhr eine Mars-Saturn-Konjunktion. Dieser Aspekt wird in der Astrologie oft mit Ausdauer und der Anerkennung von zeitlichen Grenzen assoziiert. Um 3:38 Uhr wandert die Sonne in den Stier. Dies markiert traditionell eine Zeit, die mit Beständigkeit assoziiert wird. Der Stier wird als Zeichen beschrieben, das Bequemlichkeit schätzt und über eine robuste Natur verfügt. Ein wichtiger Faktor für die Tagesgestaltung. Um 7:17 Uhr beginnt eine lange Mondlehre in den Zwillingen, die bis Dienstagabend um 19 Uhr andauert. In dieser Zeit wird in der astrologischen Tradition oft empfohlen, Begonnenes zu sichten oder abzuschließen, da die äußeren Ergebnisse neuer Vorhaben oft vage bleiben. Merkur steht zudem in Konjunktion zu Saturn um 13:18 Uhr und zu Mars um 23:42 Uhr, was als Symbol für eine sachliche Auseinandersetzung mit Fakten und eine rasche Auffassungsgabe gilt. Dienstag, der 21.04., bleibt bis 19:02 Uhr durch die Mondlehre geprägt. Dies kann als Impuls genutzt werden, den Fokus auf Routineaufgaben zu legen. Erst am Abend wechselt der Mond in den Krebs, was den Blick auf das Bedürfnis nach emotionalen Rückzug lenken kann. Das Sonne-Mond-Sextil um 21:52 Uhr wird oft als ein Moment des harmonischen Empfindens zwischen dem äußeren Handeln und der inneren Welt beschrieben. Am Mittwoch, den 22.04., wandert die Sonne in das Human Design für 27 und den Gene Key 27. Diese Energie wird symbolisch mit der Qualität der Fürsorge und Erhaltung verknüpft. Es bietet sich eine Gelegenheit zur Reflexion darüber, wie Ressourcen verwaltet werden, um das eigene Umfeld auf eine Weise zu nähren, die langfristig tragfähig erscheint, ohne die eigenen Kapazitäten zu übersehen. Donnerstag, der 23.04., führt nach einer kurzen Mondlehre am späten Abend um 21:42 Uhr in den Löwe-Mond. Hier zeigt sich ein Wechsel von der Krebsqualität hin zu einem archetypischen Wunsch nach kreativer Sichtbarkeit und Selbstausdruck. Freitag, der 24.04., bringt um 3:57 Uhr die Venus-Uranus-Konjunktion. Dies gilt als Symbol für unkonventionelle Begegnungen und einen Wunsch nach Unabhängigkeit. Um 6:03 Uhr wechselt Venus in die Zwillinge, was traditionell als eine Zeit der Neugier im Austausch beschrieben wird. Das Lilith-Merkur-Trigon um 6:36 Uhr kann als Hinweis darauf verstanden werden, auch intuitive Gedanken in den Blick zu nehmen, die außerhalb der üblichen Logik liegen. Samstag, der 25.04., zeigt um 18:32 Uhr das Sonne-Pluto-Quadrat. Dieser Aspekt wird oft als Einladung zur Auseinandersetzung mit tiefer liegenden Überzeugungen interpretiert. Es ist eine Konstellation, die dazu anregen kann, zu prüfen, wo man möglicherweise an Positionen festhält, die einer Erneuerung im Wege stehen könnten.
Sonntag, der 26.04., markiert mit dem Wechsel von Uranus in die Zwillinge um 2:50 Uhr einen langfristigen Transit. Er symbolisiert in der Astrologie den Beginn einer Phase der mentalen Erneuerung. Nach einer minimalen Mondleere unterstützen Aspekte wie das Sonne-Mond-Knotensextil um 8:56 Uhr das Empfinden, in einer Übereinstimmung mit der persönlichen Entwicklungsrichtung zu sein. Der Abend schließt durch das Venus-Neptun-Sextil um 19:42 Uhr ab, während das Merkur-Jupiter-Quadrat um 20:30 Uhr dazu anregt, bei weitreichenden Theorien die Sachlichkeit zu bewahren. Und nachdem wir nun die kollektiven Strömungen und kosmischen Ereignisse der Woche betrachtet haben, wollen wir den Blick tiefer nach innen richten, denn diese Energien wirken auf jeden von uns anders, je nachdem, wo wir in unserem Leben stehen. Um eine persönliche Brücke zu diesem Thema zu schlagen und dir eine ganz individuelle Seelenbotschaft mit auf den Weg zu geben, lass uns einen Blick auf die Orakelkarten für die 3 Qualitäten der Tierkreiszeichen werfen. Lass uns nun die Seelenbotschaften für die kardinalen Zeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock betrachten. Die Karte Ostara wird symbolisch mit dem Erwachen und der Zeit in der Vorbereitung assoziiert. In der Welt der Archetypen repräsentiert sie den Moment, in dem die Natur aus der Stille tritt. Es zeigt sich als Sinnbild dafür, dass Vorhaben eine Phase der Keimung durchlaufen. Im Kontext der Mars-Saturn-Verbindung am Montag kann diese Karte als Hinweis darauf verstanden werden, Ziele mit Bedacht vorzubereiten. Die Karte beschreibt eine Balance zwischen dem Impuls zum Neuanfang und der notwendigen Beständigkeit. Die Reflexionsfrage für diese Woche lautet: Welche Vorhaben befinden sich gerade im Stadium des Keimens und wie wird diesen in dieser Phase Aufmerksamkeit gewidmet? Ein praktischer Tipp kann sein, die Zeit der Mondlehre am Montag für eine Bestandsaufnahme der Projekte zu nutzen. Traditionell wird der Moosachat mit einer Verbindung zur Natur assoziiert, während dem hellen Saphir eine Qualität der geistigen Ausrichtung nachgesagt wird. Bei den ätherischen Ölen wird Zitronengras oft als erfrischend beschrieben, während Lavendel traditionell mit einer Atmosphäre von Ausgeglichenheit in Verbindung gebracht wird. Als Ritualvorschlag für diese Woche bietet es sich an, einen echten Samen in eine Schale mit Erde zu legen und dabei symbolisch über ein Ziel zu reflektieren, dem Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Werbung. Alle Links der genannten Produkte findest du wie immer in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes verlinkt. Kommen wir nun zu den fixen Zeichen Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Die Karte Neptun wird archetypisch mit der Welt der Intuition, der Träume und der Auflösung von Grenzen verknüpft. Neptun wird oft als Symbol für das Unfassbare gesehen. Da die Sonne durch das fixe Zeichen Stier wandert, das auf das Greifbare ausgerichtet ist, bildet die Neptun-Symbolik dazu ein Korrektiv. Es zeigt sich eine Einladung, starre Kontrolle zu reflektieren und auf Impulse zu achten, die jenseits des materiellen Verstandes liegen könnten. Die Reflexionsfrage für diese Woche lautet: An welchen Strukturen wird vielleicht aus Gewohnheit festgehalten und was zeigt sich, wenn der Intuition Raum gegeben wird? Ein praktischer Tipp kann sein, am Dienstagabend ein Notizbuch für Träume oder spontane Eingebungen bereitzulegen. Kristalle wie der Amethyst stehen symbolisch für die Klärung des Geistes, während dem Fluorid traditionell nachgesagt wird, dass er mit einer Atmosphäre von innerer Ordnung assoziiert wird. Ätherische Öle wie Sandelholz oder Weihrauch werden traditionell mit einer Atmosphäre der Ruhe und Besinnung in Verbindung gebracht. Als Ritualvorschlag für diese Woche bietet sich ein abendliches Bad an, um symbolisch den Tag abzuschließen und sich der fließenden Neptun-Qualität zu öffnen. Werbung. Alle Links zu den genannten Produkten findest du wie immer in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes verlinkt. Und schließlich blicken wir auf die flexiblen Zeichen Zwillinge, Schütze, Jungfrau und Fische. Die Karte Uranus korrespondiert mit dem Wechsel von Uranus in die Zwillinge an diesem Sonntag. Uranus wird symbolisch mit Befreiung, Originalität und dem Perspektivwechsel assoziiert. In der archetypischen Lehre repräsentiert er den Mut, gewohnte Rahmen zu verlassen. Die Karte beschreibt das Unbekannte als einen Raum für Veränderung. Eine Gabe wird oft in der Erneuerung gesehen. Die Reflexionsfrage für diese Woche lautet: Welche originelle Idee oder Sichtweise wurde bisher vielleicht zurückgehalten und welcher kleine Schritt könnte mehr geistige Flexibilität ermöglichen? Ein praktischer Tipp kann sein, in dieser Woche eine tägliche Routine zu unterbrechen, um Raum für neue Gedanken zu schaffen. In der traditionellen Symbolik wird der Aquamarin oft mit geistiger Weite assoziiert, während dem Amazonit nachgesagt wird, dass er symbolisch für Selbstbestimmung steht. Bei den ätherischen Ölen wird Pfefferminze oft als belebend beschrieben, während Bergamotte traditionell mit einer Atmosphäre von Frische assoziiert wird. Als Ritualvorschlag für diese Woche
kann eine Mindmap erstellt werden, auf der Visionen und Träume ohne Bewertung ihrer Umsetzbarkeit festgehalten werden. Werbung. Alle Links der genannten Produkte findest du wie immer in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes verlinkt. Die Woche vom 20.04. bis zum 26.04. zeigt eine Entwicklung von strukturierter Disziplin hin zu einer Phase der geistigen Erneuerung. Es bietet sich die Gelegenheit, das Zusammenspiel von Beständigkeit und Wandel als sich ergänzende Qualitäten zu betrachten. Während die erste Wochenhälfte zur inneren Inventur einlädt, zeigt das Wochenende Tendenzen für einen verstärkten Austausch und neue intellektuelle Impulse auf. Es ist eine Zeit, die symbolisch dazu einlädt, den Wert des Fundaments zu schätzen und gleichzeitig offen für die Bewegung des Geistes zu bleiben. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gern meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Werbung. Alle Links zu den erwähnten Ressourcen oder den von mir verwendeten Produkten findest du wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.